Morgens sitze ich im Büro, abends tanze ich Bauchtanz vor hunderten Menschen. Nach 8 Jahren in Deutschland lief mein Leben hier komplett anders als geplant. Und heute zeige ich euch, was daraus geworden ist. Fangen wir mal mit meinem ganz normalen Arbeitsalltag an. Ich habe in Deutschland studiert, ich habe Geisteswissenschaften im Master studiert und zwar hieß mein Studiengang Interkulturelle Germanistik, Deutsch als Fremdsprache. Also ich kenne mich mit Sprachenlernen, aber auch Sprachenlernen sehr gut aus. Und trotzdem bin ich, Überraschung, in der IT gelandet. Wobei IT ist nicht ganz richtig. Ich betreue verschiedene Webprojekte, also ich bin Projektmanagerin. Ich weiß, dass viele von euch, die gerade studieren, besonders die Geisteswissenschaftler, sich Stress machen, ob ihr den richtigen Studiengang ausgewählt habt und ob ihr überhaupt nach dem Studium einen Job findet. Leute, ich war genauso, ich habe mich so gestresst, mein ganzes Studium hatte ich diese Panik, dass ich nie einen Job finde, dass ich nichts mit meinem Master machen kann und das hat mich wirklich verrückt gemacht. Aber dann schon in meinem Studium wollte ich doch was anderes ausprobieren und ich habe mir einen billigen Udemy-Kurs gekauft in Webentwicklung und habe damit die schlimmste Webseite der Welt gecodet. Genau in diesem Kurs habe ich mir die Vorkenntnisse angeeignet, die ich für meinen jetzigen Job brauche. Also das hat für mich quasi die Tür geöffnet und jetzt arbeite ich als Projektmanagerin im Internetbereich. Jetzt verstehe ich, dass alle diese Sorgen, die ich mir im Studium gemacht habe, hätte ich mir eigentlich sparen können, weil die meisten Skills, die man für den Job braucht, lernt man eigentlich im Job direkt. Klar, das gilt nicht für alle Berufe. Wenn ihr zum Beispiel Medizin studiert oder Ingenieurwesen, da braucht ihr bestimmte Hard Skills aus dem Studium, um in den Beruf einsteigen zu können sozusagen. Aber viele Kompetenzen, die man im Studium bekommt, sind universell und sie können in verschiedenen Berufsfeldern angewendet werden. Wie zum Beispiel die Fähigkeit, Muster zu erkennen oder mit großen Datenmengen zu arbeiten. Also, wenn ich mir eine Nachricht in die Vergangenheit schicken könnte, dann wäre es: entspann dich, es wird alles gut. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp für diejenigen von euch, die noch studieren. Wie kann man den Einstieg in die Berufswelt in Deutschland schaffen? Für mich hat das über Volontariat geklappt. Das ist so eine Art Ausbildung, wo man direkt im Job den Beruf besser lernt sozusagen. Man arbeitet dabei als normaler Mitarbeiter, aber bekommt weniger Gehalt und hat auch weniger Verantwortung. Ich glaube, ich habe damals als Volontärin in München 1.300 Euro bekommen, was ziemlich knapp war, aber es war genug. Ich konnte mich damit finanzieren. Also so war mein Weg in die Tech-Welt in Deutschland und Volontariat ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für die Geisteswissenschaftler, einen Einstieg in die Berufswelt zu schaffen. Drinking break. Mein Arbeitstag hier beginnt normalerweise um 9:30 Uhr. Wie ihr seht, arbeite ich sehr gerne aus dem Homeoffice. Ich habe mich inzwischen so sehr ans Homeoffice gewöhnt, dass jedes Mal, wenn ich ins Büro fahren muss, fühle ich mich direkt gestresst und antisozial. Außerdem merke ich, dass wenn ich ins Büro fahren muss, dann fühle ich mich abends normalerweise viel müder als nach dem Arbeitstag im Homeoffice und ich habe dann auch weniger Energie, um etwas am Abend zu unternehmen. Ich glaube, es liegt einfach an dieser Vorbereitung, die man immer morgens hat, mit sich anziehen, sich vorbereiten, einen schweren Rucksack tragen mit dem Laptop. Ich weiß, das klingt sehr verwöhnt, aber irgendwie nimmt es mir viel zu viel Energie jetzt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ist es denn bei euch? Würdet ihr lieber aus dem Homeoffice arbeiten, also vom Zuhause aus, oder im Büro bzw. in der Uni? Und wie ist euer Energielevel nach so einem Tag? Im Moment muss ich ungefähr 20% von meiner Arbeitszeit im Büro arbeiten und 80% darf ich aus dem Homeoffice arbeiten, was natürlich sehr großzügig von meinem Arbeitgeber ist und das nutze ich sehr gerne aus. Manchmal habe ich nach der Arbeit Tanztraining. Ich tanze seit ungefähr 3 Jahren orientalischer Tanz und mein Unterricht findet nur online statt. Gerade bereite ich mich auf einen Tanzwettbewerb vor und hätte mir jemand vor 3 Jahren gesagt, dass ich auf einmal auf einer Bühne vor anderen Menschen tanzen würde, hätte ich es nie geglaubt. Also ja, das Leben in Deutschland hat mich wirklich geändert.
Tanzen hat mir auch enorm mit meiner mentalen Gesundheit geholfen, weil viele Bewegungen so schwierig sind und ich muss mich komplett konzentrieren, um sie zu machen. Habt ihr auch solche Beschäftigungen, die euch helfen, hier und jetzt zu sein? Lasst es mich gerne wissen. Vielleicht inspirieren wir uns gegenseitig. Was ich nach der Arbeit oder sogar in der Mittagspause wie jetzt gerne mache, ist in München spazieren zu gehen. Ich habe ja in Göttingen studiert und wollte eigentlich nie nach München, auf gar keinen Fall, weil ich hatte den Eindruck, dass die Stadt so schickimicki ist. Und das stimmt auch zum Teil. Aber der andere Grund, wieso ich nach München nicht wollte, ist, weil es hier keine Fachwerkhäuser gibt. Ich weiß, es ist super komisch, aber ich wollte unbedingt diese Fachwerkhäuser um mich herum sehen. Also eigentlich war mein Plan nach dem Studium eher nach Berlin oder nach Hamburg zu ziehen, wo es auch viele Jobsmöglichkeiten für mich gibt. Aber dann musste ich doch für meinen Job nach München ziehen. Und ich kann jetzt sagen, dass ich die Stadt ziemlich cool finde. Erstens ist das Wetter hier besser als im Norden, aber auch die Natur, die Lage ist einfach mega. Die Alpen sind in der Nähe und Tschechien, Italien, Österreich, diese Länder sind sehr schnell erreichbar. Natürlich hat München auch einige Nachteile. Vor allem ist es die teuerste Stadt Deutschlands und die Wohnungssuche hier ist ein Horror. Das ist manchmal Verletzung der Menschenwürde, was man alles so durchmacht, wenn man eine Wohnung sucht. Übrigens sind wir gerade an der Theresienwiese, da wo Oktoberfest stattfindet, und gerade wird alles dafür aufgebaut. Oktoberfest mag ich nicht so gerne, aber ansonsten mag ich diesen Ort sehr, weil es ist einfach so eine große Fläche mitten in der Stadt mit ganz viel Raum, und wenn es keine Oktoberfestzeit ist, dann mag ich das, hier spazieren zu gehen. Hier gibt es einen ganz besonderen Hügel, wo ich gerade stehe. Den nennt man nämlich Kotzhügel, besonders zu Oktoberfestzeiten. Ihr seht hier vielleicht ein bisschen von Mama Bavaria, und hier könnt ihr mal wieder erleben, wie logisch und kreativ deutsche Sprache eigentlich ist. Weil kotzen heißt auf Englisch to throw up, also sich übergeben. Und Hügel ist einfach ein Hill. Also hier haben wir einen Hügel, wo während des Oktoberfests sehr viel gekotzt wird. Und das nennt man so, weil während des Oktoberfests versuchen viele Leute über diesen Hügel zu gehen, weil sie eine Abkürzung machen wollen auf dem Weg nach Hause. Aber meistens sind sie schon so betrunken, dass sie das manchmal nicht schaffen. Und hier passiert dann alles Mögliche. Auf diese romantische Note vom Kotzhügel in München verabschiede ich mich. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare und wir sehen uns.